Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese Schneeflöckchen. Dieses Video gab es schon mal auf meinem Kanal, aber ich habe jetzt eine andere Variante entwickelt und ich finde die auch noch viel schöner und viel einfacher. Das geht wirklich ruckzuck. Alles wiederholt sich und das, was sich wiederholt, spule ich natürlich schneller. Hier haben wir auch ein neues Köpfchen, ein neues Gesicht und eine neue Mütze. So sehen die kleinen Süßen hier aus. Ihr könnt euch natürlich die Farben nehmen, die ihr möchtet, und auch den Rand werde ich euch am Ende zeigen. Ich zeige euch den Anfang jeder Runde, dann spule ich das schneller. Die sind wirklich ganz nebenbei gemacht. Hier habe ich eine Wolle benutzt, die schon so ein Muster drin hatte. Die anderen sind einfarbig und da habe ich nur die Ränder anders gestaltet. Das sind die Gesichter, die Mützchen, die Schlaufe. So sehen die aus. Ich hoffe, die gefallen euch und dann starten wir auch direkt. Ich habe mich jetzt für ein dunkleres Rot entschieden und ich häkel mit einer 3 mm Häkelnadel. Und die Randfarbe werde ich auch anders machen. Da entscheide ich dann nachher am Ende, welche Farbe es werden soll. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür nehmen wir uns die Wolle, legen es zweimal um die 2 Finger. Dann gehen wir vorne mit der Häkelnadel rein, holen den hinteren Faden raus, holen den Faden und ziehen durch diese vordere Schlaufe durch. Somit haben wir den magischen Ring. Den halte ich mir hier unten einmal fest. Und wir werden jetzt erstmal 10 feste Maschen in diesen magischen Ring reinhäkeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir ziehen es am kurzen Stück hier einmal zu, machen in die erste Masche jetzt eine Kettmasche. Also in die erste gehen wir hier einmal rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus und machen eine Kettmasche. Dann beginnen wir mit 2 Luftmaschen und in dieser Runde werden wir jetzt in jede Masche 2 Stäbchen häkeln. Ich hole mir den Faden auf die Häkelnadel, gehe in die nächste Masche rein, hole den Faden, habe 3 Schlaufen, hole den Faden durch die ersten beiden Schlaufen und durch die anderen beiden Schlaufen. Dann Faden wieder auf die Häkelnadel, in dieselbe Masche rein, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Jetzt haben wir 2 Stäbchen in ein und derselben Masche. Das machen wir jetzt einmal die ganze Runde entlang. Das geht wirklich super schnell. Alles ist gleich, jede Runde. Die sind auch wirklich ein Hingucker. Ich mache jetzt diese Runde einmal mit euch schnell zusammen und bei den nächsten Runden zeige ich euch nur den Anfang und den Rest spule ich dann schneller. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Videowünsche ihr habt. Schickt mir gerne Fotos von euren Schneeflöckchen. Das habe ich euch alles unter dem Video verlinkt. Bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook, überall könnt ihr mich finden. Wir nähern uns auch schon dem Ende dieser Runde. Hier habe ich noch die letzte Masche. Da kommen auch 2 Stäbchen rein. Und wir beenden diese erste Runde mit einer Kettmasche in diese erste Masche. Dann machen wir wieder 2 Luftmaschen. Und das ist auch schon die mittlere Runde, sag ich mal, die vorletzte. Und wir werden jetzt immer 3 Stäbchen in jede Masche machen. Also in die nächste Masche rein. Ein Stäbchen. In dieselbe Masche wieder rein. Das zweite Stäbchen.
und in dieselbe Masche noch das dritte Stäbchen. Das machen wir die ganze Runde. Jetzt gehen wir in die nächste Masche rein und machen auch dort 3 Stäbchen. Da spule ich dann jetzt schneller. Also 3 Stäbchen in dieser Runde in jede Masche. Und so schnell ist auch diese Runde schon fertig. Das ging wirklich fix. Jetzt werde ich hier auch wieder in die erste reingehen und mit einer Kettmasche verbinden. Dann wieder 2 Luftmaschen. Und das ist auch schon die letzte Runde. Dann entsteht jetzt schon dieses Muster. Wir werden jetzt nämlich 4 feste Maschen in jede Masche machen. In ein und dieselbe Masche 4 feste Maschen. Dann haben wir nur noch die Randfarbe. Also ich habe jetzt hier schon 4 gemacht und gehe dann jetzt in die nächste rein und mache auch hier 4 feste Maschen. Das spule ich dann jetzt wieder schneller und wir sehen uns am Ende dieser Runde. Auch hier am Ende der Reihe angekommen, gehen wir wieder in die erste Masche rein und verbinden mit einer Kettmasche. Dann nehmt ihr euch die neue Farbe, die ihr möchtet, für den Rand. Ich habe hier eine grün-gold glitzernde Wolle jetzt noch. Die werde ich jetzt versuchen, damit es so ein bisschen weihnachtlicher ist. Und dann sehen wir, wie es funktioniert. Also wir legen uns die neue Wolle auf die Häkelnadel. Wir drehen es einmal, so dass das kurze Stück dann hinten ist. Ziehen hier einmal durch und ziehen das rote bzw. eure Farbe einmal fest. Das rote können wir gleich abschneiden und vernähen. Und jetzt werde ich einfach in jede Masche eine feste Masche häkeln und das bis alle Maschen dann fertig sind. Einfach nur feste Maschen die ganze Runde entlang. Das ist jetzt natürlich so ein krasser Farbunterschied. Die anderen Sachen sind ein bisschen harmonischer. Aber ich hatte mal Lust, das jetzt auszuprobieren. Und dann schauen wir uns das am Ende an, wie es aussieht. Das spule ich dann jetzt natürlich auch schneller, weil ihr macht einfach, bis ihr wieder am Anfang angekommen seid, nur feste Maschen die ganze Runde entlang. Das geht ganz nebenbei. Macht das Ganze in Ruhe und dann machen wir gleich weiter. Am Ende dieser Runde angekommen, mache ich hier noch eine letzte Masche rein.
Dann können wir den Faden abschneiden bzw. die Fäden. Die können wir verknoten und auch vernähen dann. Und dann werde ich hier den Anfangsfaden und den Endfaden einmal gemeinsam verknoten. Auch die rote können wir gemeinsam schon mal verknoten. Dann wechseln wir jetzt auf eine 2,5 mm Häkelnadel. Und ich muss sagen, ich bin absolut verliebt in diese Farbkombination. Das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Das sieht wirklich toll aus mit dem dunkleren Rot und diesem Grün. Das ist wirklich, wirklich schön geworden, finde ich. Jetzt nehme ich mir die 2,5 mm Häkelnadel. Und wir machen schon mal die Schlaufe fertig. Dann ist das auch schon mal erledigt. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal. Das lasse ich ein bisschen länger, damit vernähe ich nachher. Wir ziehen hier einmal durch und ziehen fest. Und ich häkel meistens immer so 70, 80 Luftmaschen mit der 2,5 mm Häkelnadel. Wenn ihr aber nicht so lange schlaufen wollt, dann könnt ihr auch weniger natürlich machen, 50, 60, das ist euch überlassen. Und wir machen hier einfach eine Luftmaschenkette. Ich mache jetzt erstmal 70 Luftmaschen. Die Luftmaschenkette wäre auch fertig. Den Faden schneide ich hier auch ab, ziehe es einmal raus. Das wäre dann auch schon mal erledigt. Das kommt nachher ran. Und jetzt machen wir einfach nur noch die Mütze gemeinsam. Das sind auch viele Runden, die sich wiederholen, die ich dann schneller spule. Also das wird auch jetzt ganz schnell gehen. Dann machen wir gleich auch noch unser Köpfchen hier ran und sind dann gleich fertig. Jetzt fangen wir gemeinsam mit der Mütze an. Die häkeln wir natürlich immer noch mit der 2,5 mm Häkelnadel. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Wir legen uns die Wolle wieder zweimal um die 2 Finger, gehen hier vorne rein, holen den Faden raus, holen den Faden und ziehen durch die Schlaufe durch. Somit haben wir wieder den magischen Ring. Ich halte den hier unten fest und häkel jetzt 4 feste Maschen hier rein. 1, 2, 3 und 4. Wir ziehen wieder zu und häkeln direkt weiter. Wir werden jetzt die zweite Runde schon verdoppeln. Wir gehen in die erste Masche rein, holen den Faden, machen eine feste Masche, gehen in dieselbe Masche noch einmal rein und machen eine zweite feste Masche. In die nächste rein und auch dort 2 feste Maschen. Dann in die dritte rein. Da kommt schon die 5. und die 6. feste Masche rein. Und in die letzte Masche die 7. und die 8. feste Masche. Jetzt mache ich mir hier einen Maschenmarkierer ran. Und wir werden Runde 3, 4 und 5 nur mit festen Maschen häkeln. Also immer nur 8 feste Maschen. Und immer wieder nach jeder Runde so ein bisschen umstülpen. Und das machen wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf bis zum Maschenmarkierer. In jede Masche nur eine feste Masche. Das ist jetzt schon Runde 3 und 4, 5 auch mit 8 festen Maschen. Wir sind nun in Runde 6 angekommen und in dieser Runde machen wir Zunahmen, aber erstmal machen wir in den nächsten beiden Maschen nur eine feste Masche. Und die dritte Masche werden wir dann verdoppeln. Das machen wir zweimal.
Also 2 feste Maschen in diese dritte Masche. Dann in die nächsten beiden Maschen wieder nur eine feste Masche. Und jetzt machen wir noch eine Zunahme. Und in die letzte Masche ganz normal nur eine feste Masche. Dann Maschenmarkierer wieder nach oben. In Runde 7 angelangt, machen wir wieder Zunahmen und zwar jede zweite. Das wird gleich alles viel einfacher. Also eine feste Masche in die nächste und in die zweite machen wir dann 2 feste Maschen. 1 und 2. In die nächste wieder nur eine. In die nächste 2. Dann wieder eine und wieder 2 feste Maschen. Wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen. Und in die letzte nochmal eine feste Masche. Maschenmarkierer kann wieder nach oben. Jetzt sind wir in Runde 8 und auch in dieser Runde werden wir jede zweite Masche verdoppeln und machen gleich in Runde 9 weiter. Wir sind nun in Runde 9 angekommen und hier werden wir jetzt nur feste Maschen häkeln. Also nur eine feste Masche in jede Masche. Das machen wir in Runde 9 und in Runde 10 auch so. Bis zum Maschenmarkierer, dann Maschenmarkierer hochsetzen und auch die 10. Runde mit nur festen Maschen häkeln. Und dann machen wir gleich noch weiter. Runde 9 und 10 haben wir mit festen Maschen gehäkelt. Jetzt könnt ihr, wenn ihr fest häkelt, noch eine Runde mit festen Maschen häkeln. Ansonsten machen wir jetzt noch die Abschlusskante. Wir schauen mal, wie das hier aussieht. Das sieht auch schon ganz süß aus. Ich häkel bei den Videos immer ein bisschen fester, als wenn ich privat auf dem Sofa häkel. Aber ich mache jetzt keine 11. Reihe. Wir machen die Abschlussreihe. Das machen wir ähnlich wie bei dem Körper. Wir legen uns die andere Farbe einmal auf die Häkelnadel, drehen es. Wir ziehen hier einmal durch. Wir ziehen das Rote schön fest. Und werden hier auch die ganze Runde mit festen Maschen häkeln, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. Der Maschenmarkierer kann hier schon mal ab. Wir nähern uns hier dem Ende. Ich mache hier in die erste auch noch eine feste Masche. Dann schneide ich meine Fäden ab, verknote das und vernähe das. Und dann stellen wir gleich nur noch einmal alles zusammen. Unsere kleine Mütze ist somit fertig. Das sieht auch wirklich süß aus, finde ich. Dann mache ich die eine Seite der Schlaufe schon mal auf die Vernähnadel. Nehme hier meinen Körper und gehe hier einmal rechts rein und mit der anderen Seite gleich einmal links rein. Das ziehe ich schon mal hier unten raus, lasse das dort hängen.
Fädel mir die andere Seite einmal auf und gehe auf der überliegenden Seite hier einmal rein. Und kann die beiden dann gleich unten verknoten, ohne Angst zu haben, dass sie dann nachher rauskommen würden. Schneide meine Fäden dann einmal hier unten ab. Die Schlaufe ist schon mal dran. Dann nehme ich mir mein Köpfchen, gehe mit der Häkelnadel hier rein, hole mir die Schlaufe raus, ziehe es nach unten hindurch. Jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, hier erstmal einen Knoten hinmachen, damit das auch fester ist und auch nicht abgeht. Ihr könnt es auch festkleben. Dann nehme ich mir die Mütze, gehe oben mittig rein, hole mir wieder die Schlaufe, hake das da rein. Das wäre auch geschafft. Dann ziehe ich beide Seiten der Schlaufe einmal einzeln so hoch, drehe mir alles, wie ich es möchte. Und ich werde die Mütze nachher auf der hinteren Seite mit der Heißklebepistole einmal festkleben, damit das Gesichtchen halt ein bisschen freier und schöner ist. Aber die Mütze passt halt genau auf die Köpfe drauf. Das waren ja 25 mm Holzperlen. Und ich bin wirklich, wirklich verliebt in diese Farbkombination. Das sieht wirklich zuckersüß aus, finde ich. Die einfachen, beziehungsweise ja mit dem Goldrand, sind auch schön. Aber gerade das auch zur Weihnachtszeit, die sind wirklich ein Hingucker. Auch wenn man die verschenkt, die sind wirklich super süß geworden. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Schreibt gerne Videowünsche in die Kommentare. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Viel Spaß beim Nachhäkeln. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit Freunden und Bekannten. Und bis dahin.